Freunde, ihr kennt mich inzwischen. Manchmal habe ich verrückte Ideen und Gedanken und ich habe immer Vergleiche. Bei mir male ich keine Rosen, also wenn ich Aquarellrosen mache, dann male ich meistens kleine Croissants oder Shrimps. Und jetzt hatte ich das absolute riesige scrunchy Aha-Erlebnis. Und das muss ich mit euch teilen und worum es genau geht und warum diese kleinen Haargummis oder großen, die ja jetzt gerade wieder in sind, ich habe sie in meiner Jugend, oh Gott, ich bin alt, auch immer getragen und sie sind wieder Fashion schon länger. Auf jeden Fall benutzen wir die heute nicht auf dem Kopf, sondern sozusagen auf dem Papier. Und warum die so cool sind und warum die bei mir in meinem Kopf so ein Aha-Erlebnis ausgelöst haben, das verrate ich euch in diesem YouTube-Video. Und zwar fing alles vor ein paar Tagen an, als ich diesen kleinen Rosen oder was auch immer das für Blumen sein sollen, diesen kleinen Strauß hier gemalt habe in einer Vase. Eigentlich lag mein Fokus auf diese Vase und auf das Wasser und irgendwie einfach auf so ein Zusammenspiel der Blüten. Und ich habe es immer wiederholt, habe es dann nochmal gemacht und nochmal und dachte, oh, das gefällt mir, das macht total Spaß. Habe das natürlich mit meinem geliebten Katzenzungenpinsel gemacht. Und als ich danach nochmal probiert habe, diese Blümchen zu malen, ist mir etwas bewusst geworden. Und zwar habe ich mir meinen Katzenzungenpinsel genommen. Das ist übrigens die größte Größe 14, liebe ich sehr. Und habe da einfach sowas hier aus Papier gebracht. Und als ich dann drauf geschaut habe, habe ich gedacht, hey, das sieht eigentlich aus wie so ein Scrunchie. Und das fand ich irgendwie einfach ganz lustig. Und dann habe ich mir überlegt, wie entspannend das ist, wenn man sich nicht überlegt, oh, ich muss Blumen malen und oh, wie kriege ich das denn hin, dass diese Blümchen vielleicht mal nicht diesen typischen frontalen von oben Blick haben. Kann ich euch ja auch mal vormachen. Ganz, ganz oft mache ich meine Blümchen wirklich so, ja, einfach von oben. Man hat halt so einen schönen radikalen Blick von oben herab. Die Blütenblätter, die ist jetzt ein bisschen schnell und wild geworden, haben meistens den gleichen Abstand oder die gleiche Größe und gerade die Thematik Blüten einen kleinen Winkel geben, dass die eben nicht alle von oben sozusagen, also dass der Blickpunkt nicht von oben ist. Das fand ich immer oder finde ich auch immer noch schwierig. Und das ist mir aber mit diesen Scrunchy-Blumen, so nenne ich sie jetzt auch, viel, viel einfacher gefallen. Und was passiert ist, als mir klar geworden ist, dass solche Blüten so eine Form von so einem Scrunchie haben. Ich habe auch noch irgendwo einen anderen, so einen kleinen hier, von meiner Tochter geklaut. Ich habe gemerkt, wenn ich mir nicht vornehme, Blumen zu malen, sondern mir vorstelle, dass ich einfach ganz viele kleine Scrunchies, kleine, große Scrunchies, die mal so rumliegen, mal so rum, also die Blütenmitte mal so ein bisschen anders positioniert ist, dass ich dann aufhöre, verkopft an meine Blumen ranzugehen und einfach viel entspannter arbeite und viel entspannter einfach vor mich hintupfe. Und dann habe ich halt mal einfach so einen getupften Haufen. Und es kommt natürlich noch eine Blütenmitte hinzu, es kommen noch Highlights hinzu und dann sieht es noch mehr aus wie eine Blüte. Aber gerade für so einen Loose Blumenstrauß habe ich jetzt festgestellt, ich male keine Blumen mehr, ich male nur noch Scrunchies. Ich werde jetzt also einfach mal so ein kleines Bouquet malen. Das werden lilane Scrunchies sein im Lavendelton. Ich habe hier übrigens meine schöne Palette, alles Van Gogh Farben, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und was ich hier habe, ist so eine kleine Schale. Da sind ein paar aufgelöste Anspitzreste von Neocolor 2. Die habe ich gesammelt und hier in meine selbstgemachte Fimo-Schale gepackt und aufgelöst. Das werde ich jetzt also, das sind meine Farben, die ich hier nutze. Und ich gehe jetzt wirklich mal ganz bewusst weg von ich male Blumen, sondern ich male einfach nur einen Haufen Scrunchies. Manche Scrunchies sind hier hinten dünn und hier vorne dick. Manche sind auch an sich einfach ein bisschen heller. Und ich male einfach nur Scrunchies vor mich hin. Was das mit mir macht, ist, dass ich eben einfach wegkomme vom Druckgefühl, dass ich perfekte Blumen oder Rosen malen muss. Ich lasse einfach los. Und das sollte ja bei der Aquarellmalerei eigentlich das Ziel sein, dass wir Spaß haben und loslassen. Und wenn man sich so einen schönen Strauß vorstellt, dann hat man einfach was anderes im Kopf. Man stellt sich was anderes vor und dann entsteht Druck. Und wenn Druck entsteht, dann können wir nicht so gut entspannen. Und eigentlich machen wir doch dieses schöne Hobby, weil wir einfach entspannen wollen. Also zumindest geht es mir so. Ich liebe es beim Kreativsein. Das, was ich am Kreativsein liebe, ist, dass man so schön entspannen kann. Ich habe jetzt hier
also einfach nur ein ganzes Blatt voll oder die obere Hälfte voll mit Scrunchies. Ich werde jetzt nochmal in ein tieferes Blau reingehen und da hier und da noch so ein paar Tupfer reinsetzen. Ich benutze im Übrigen mein allerliebstes, forever liebstes Papier von Hahnemühle, das Expression. Da gelingen dann einfach eben solche schönen Verläufe und ich benutze fast ausschließlich, später kommt noch der Faded hinzu, aber ich benutze hier fast ausschließlich meinen geliebten Katzenzungenpinsel und tupfe hier einfach noch ein bisschen kräftigere Farbe rein, die dann so schön verläuft und habe dann einfach einen schönen Blütenverlauf, wobei nein, einen schönen Scrunchy-Verlauf. Wir machen hier keine Blüten. Das also Step 1, wir malen keine Blumen, wir malen kleine Scrunchies. Wenn wir unsere kleinen Scrunchies haben, genügend Scrunchies, dann können wir ein paar davon ein paar Stiele verpassen. Die Scrunchies werden jetzt also dann doch nach und nach zu Blüten. Und da habe ich dann jetzt zu meinem geliebten Comb Faded gegriffen. Das ist die Größe 6. Und da mache ich jetzt hier einfach nur so ein paar kleine Blätter dran. Setze ich auch manche direkt an meine Scrunchy-Blüten. Ich könnte hier auch noch mehr Blüten mit reinarbeiten, mit reinbauen. Aber um das Ganze vorzuführen und um euch wirklich zu zeigen, dass man auch ausschließlich mit einer Blütenart ein schönes Bouquet oder wie auch immer wir das jetzt hier nennen wollen, machen kann oder eine schöne Blumenwiese, bleibe ich jetzt einfach mal bei dieser Technik, bei der Scrunchy-Technik oder bei der Scrunchy-Blüte. Und dann kommen hier einfach nur ganz locker noch so ein paar Blätter hinzu. Es ist ein Grünton. Und zwar ist das ein granuliges, ich kann nicht mehr reden. Und zwar ist das die Farbe 230. Ich glaube, Dämmerungsgelb heißt es tatsächlich, aber es ist wunderschön. Ein wunderschöner Grünton eben. Und ich setze hier einfach nur nach und nach eben so ein paar Blätter ran und die Stiele unten ran. Kann man auch nochmal direkt reingehen, dann hat man nochmal so einen Kontrast an Farben. Alles von Van Gogh Farben und alles auf dem schönen Expression Papier. Bin jetzt gerade verführt, da doch noch mal ein paar mehr Blüten reinzumachen, aber ich lasse das jetzt einfach so, damit ihr seht, manchmal braucht man gar nicht so viel an Blüten, an Blättern, an Farben und so weiter. Das Ganze geht jetzt gleich weiter mit der Blütenmitte. Soll ich doch noch mehr? Nein, ich lasse es jetzt so. Ich bin schon wieder verführt, aber ich lasse es jetzt so und jetzt kommt noch die Blütenmitte und dann haben wir einen wunderschönen Scrunchy-Blumenstrauß. Für meine Blütenmitte nehme ich die Farbe Umbra Natur, das sind Neocolor 2. Die könnte ich auch noch mit Wasser anlösen, aber ich will die jetzt einfach so verwenden in diesem Zustand hier, im trockenen Zustand sozusagen. Und ich kritzel mir jetzt hier einfach nur so ein bisschen was in diesen weißen Fleck in der Mitte sozusagen, die Mitte unseres Scrunchies, kritzel ich mir hier so ein bisschen Kritzel rein. Und damit meine Blumen noch ein bisschen mehr Tiefe kriegen, meine Scrunchy-Blumen, schnappe ich mir Ultramarinblau. Das ist eine wunderschöne Farbe. Und gehe da nochmal so ganz locker, manchmal auch dran vorbei, um die Blumen rum. Da könnte man jetzt auch so kleine Strichle von der Mitte wegziehen, dass es so ein bisschen aussieht wie so Blattadern. Aber muss nicht. Ich mache es jetzt hier nur so ganz, ganz grob. Einmal um jede Blüte drumherum. Man könnte mit der Umbra Natur auch nochmal hier so ein bisschen so ein paar Blätter nacharbeiten, wenn man möchte. Und ganz zum Schluss, das was bei mir fast immer ganz zum Schluss kommt, gibt es noch ein paar Klexis und dann haben wir einen Scrunchy-Blumenstrauß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat dir Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Du findest übrigens alle Produkte, die wir testen, in unserem Shop unter www.stifteliebe.de und natürlich sind wir auch bei Instagram, bei Facebook und seit kurzem auch auf TikTok.